Okay. Infinitesimally low. But not zero. The chance of a starship landing on you as you sit here isn't zero, yet you still attended. Personally, my fear isn't mutation, but Terramorphs developing a resistance. But that's something our group can continue to address if we decide to take this approach. As I believe we should. Ja, stimmt, natürlich. Die Terrormorphs könnten auch eine Resistenz aufbauen, ne? Oder sich selber weiterentwickeln. Was vielleicht dann auch wieder nicht gut wäre. Dass die quasi, dadurch, dass sie eine Resistenz gegen die Mikrobe aufbauen, sich schneller verwandeln zum Beispiel. Das wäre ja denkbar und noch viel schlimmer als der Zustand, der aktuell herrscht. Also weiß ich nicht. Vielleicht. Werden die anderen Fraktionen auch bei der Aufräumaktion dabei sein? Das wäre doch auch cool. Zum Beispiel das Collective macht die Acilis und die UC macht die Mikroben. Zum Beispiel. This won't work without them. Exactly right, ma'am. The Interstellar Affairs Office has already begun reaching out to worlds throughout the settled systems, informing them of the risks we're all facing, and that the UC has a plan to prevent what happened on New Atlantis from happening elsewhere. Thus far, the response has been overwhelmingly positive. The spirit of mutual cooperation displayed between the UC and the Freestar Collective in managing the Terramorph data set a good tone for the work we're doing, Captain. We expect we'll hit some resistance, but our office has plenty of carrots and sticks to ensure the program's widespread success. Mhm. The responsibilities will be spread across multiple branches of the UC. Research and day-to-day administration will be handled by a new group under the Science Division. All diplomatic concerns and coordination will fall to Chief Yassine and Interstellar Affairs. But most of the actual on-the-ground work, that'll be handled by the Vanguard. Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Very well. Then did you have a preference on the method we should deploy? Ich bin immer noch dafür, dass man beides macht. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Aber gut, dann bin ich für die Acilis. Müssen wir denn was unternehmen? Ist es nicht genug, wenn wir die Lassungspflanze sichern? Ja, nee, dann tauchen die Terrormorphs ja in 70 Jahren auf. Theoretisch. Aber ich stelle diese dumme Frage trotzdem mal kurz. I believe we have a responsibility to do something, yes. Heavens forbid, years from now, someone reopens the Pandora's box that Vevictus discovered. It falls to us to enact every measure required to ensure that day never comes. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. The first step in a bold new future. Bolder, better, and brighter. Well, I need to write that one down for later. Order, please. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division, making you three the founding members of the TMD. As befits such a group, the Cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Was ist denn Bürgerklasse ist? Klasse 1. Ah, schwierig. Warum gibt es überhaupt Bürger verschiedener Klassen? Das ist die Frage, die ich stellen würde. Aber was mir gerade so einfällt, ne? Sie haben jetzt quasi alle
Verantwortung auf mich abgewälzt. Das heißt, wenn bei dem Plan jetzt irgendwas schief geht, können sie schön mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ja, war deine Entscheidung. Du wolltest das so machen. Jetzt haben wir den Salat wegen dir. Haben sie gut gemacht. These are topics of the utmost importance. It's a status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies or done great things for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of colonial goods. And I'm told the penthouse is rather impressive. Okay, ist quasi so ein Verdienstkreuz. Aber warum dann Bürgerklasse 1? Das ist so, boah, das hat einen ganz komischen Beigeschmack, dieser Titel. Ja, vielen Dank, You Ma'am. all have earned it. Now, there's much to be done. Major Sanan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. And as a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you, Captain, will have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. If you are free soon, could we talk? Juhu. Hä? Wer wollte jetzt mit mir reden? Ah, da. Cool. Warum ist sie eigentlich nicht aufgestiegen I wanted to thank you for giving me the chance to work in with you. Klasse 1? I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Die Bezahlung ist nicht sonderlich gut, aber die Leute sind in Ordnung. None of us are in this for the credits. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Warum ist sie eigentlich so unsicher? Und was hat die Constellation jetzt mit dem zu tun, was wir gerade gemacht haben? Du bist zweifellos einzigartig. Man muss nicht überall gut reinpassen, das wird völlig überbewertet. Ja, das ist auf jeden Fall. Perhaps, but it is still important to me. I feel as though I am often looking in at the rest of the group. I do not like this feeling. I would like to feel that I am a valued member of the organization, but I am concerned that I am off-putting, or my actions have alienated me. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. Klingt spaßig. Deine Vergangenheit scheint dich nicht groß zu stören. Hä? Doch, tut es. Deswegen fühlt sie sich ja irgendwie wahrscheinlich schuldig und denkt, dass andere sie deswegen meiden. Also, der erste Satz macht keinen Sinn. Manchmal ist es schwer, das Unbekannte zu akzeptieren. Ja. Die drei unteren finde ich alle gleich gut. Klingt spaßig. Ist aber vielleicht nicht so ganz das, was man jetzt sagen sollte. Was there more? Weil sie das ja selber kritisch sieht. Und das ist ja irgendwie ernstes Gespräch, ne? Sie will ja nicht jetzt. Ich sag das trotzdem. I might not admit this to the others, but at times it was.
I do not regret this, but I do know how it makes me seem. For Okay. those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. Kadel. Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wie kommst du denn jetzt auf heiraten? Charme ist nicht alles. Gib nicht so viel darauf, was andere über dich denken. Hast du mal versucht, mehr Witz zu erzählen? Flirten, flirten. Vertrau mir, du hast viele Qualitäten. Ich soll flirten? Na gut, ich flirte. That is kind of you. You also have a lot going. I Die ist find richtig gut im expressing Flirten. affection difficult, but truly, Ja, you Thank don't you. say. I know this seems trivial, perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Jeder liebt mich. Ich hatte also nie Schwierigkeiten, irgendwo dazu zu gehören. Das würde ich gern so als Scherz sagen, weißt du, so ironisch. Ich war auch immer ein einsamer Wolf. Hör auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich finde das gar nicht kindisch. Ja klar sollst du flirten, sonst kriegst du Andrea nicht nicht vor den Altar. Gibt es Piepzonen? Gibt es Piepszenen, wollte ich sagen. Nicht, dass ich jetzt hier was anklicke und dann muss ich den Bildschirm Why have schwarz you machen. gone quiet? Warum ja, weil ich, Entschuldigung, ich rede mit Leuten. In meinem Kopf. Nein, gibt es nicht, okay. Ich finde das gar nicht kindisch. Thank you. That is reassuring. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Ja, du kannst auch Sachen tragen, ne? Darum bist du auch ganz gut. Du hast Sarah geheiratet, okay. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich finde, das Spiel hat, auch wenn es am Anfang immer so, oder so zwischendrin immer wie so oberflächlich wirkt, ja, du hast die Mission, lauf dahin, mach das, töte die Sachen, lauf dahin, ist sehr linear immer. Aber dann hat es immer wieder so, gerade diese Begleitergespräche und das, was wir jetzt hatten, diesen Dialog die ganze Zeit, hat es immer wieder so relativ tiefe Sachen, wenn man sich darauf Have I einlässt. lost your interest? Nee, Entschuldigung, ist er. Und jetzt bist du mir was schuldig. Jetzt musst du mich heiraten, weil ich habe jetzt weiß jetzt ein Geheimnis von dir. Es war dir offensichtlich wichtig, dass ich nichts sage. Genau. Indeed it was. And now I hope you can see why. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. War Sarah auch so unsicher? Nicht, oder? Die war eher. Ich glaube, die ist eher selbstbewusst und ein bisschen sozial kompatibler, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn jetzt für eine Mission? Haben wir das jetzt abgeschlossen komplett?
Ja. UC ist fertig, oder? Kraft aus dem Jenseits. Alles. Genau. UC ist abgeschlossen. Und doch, Sarah war ein hartes Ei zu knacken, wegen ihrer Vorgeschichte in der Navy, wo ihre komplette... Ah, okay, die hat auch so eine krasse Backstory. Gut, die Backstory von Andrea kennen wir jetzt noch nicht komplett, glaube ich. Also da könnte auch noch was kommen. Wenn wir mit der Constellation Quest wahrscheinlich weitermachen ein bisschen. Was machen wir denn als nächstes jetzt? Undercover können wir machen. Wir sollen ja 15 feindliche Schiffe killen. Und ich glaube, dieses Undercover-Ding hier wäre... Wäre so eine Sache. Was hätten wir sonst so? Oder wir holen uns weitere Tempel. Könnte man auch machen, erstmal. Sarah's Backstory spielen hat Spaß gemacht. Frage mich, wie gut die Backstories der anderen gewesen wären. Kann man nur eine spielen? Oder kann man auch mehrere spielen? Und hat Vasco eine Backstory? Fragen über Fragen. Habe ich einen Skillpunkt? Nee. So. Welche Mission nehmen wir denn jetzt? Genau, warte. Haben wir jetzt gar nicht ausgewählt. Oder? Doch. Die Undercover-Mission, ja, machen wir die. Die ist jetzt ausgewählt, dann... da. Mit wem müssen wir jetzt reden? Speichern mal. So. Uff. Mit wem müssen wir jetzt reden? Warte. Ja. Ich gebe dich zu UC Vigilance. Okay. Ne, Moment, wir können doch jetzt unser Ding erst claimen, oder? Ist das nicht auch? Aktivitäten? Sprich mit Sarah, sprich mit Commander Tuala. Genau, das hier. Wir können unser Penthouse claimen jetzt erstmal. Das machen wir jetzt erstmal. Aber der war doch... Der ist da oben. Dann gehen wir da mal hoch. So. If we can avoid entering a building, I would prefer it. Egal was ich Let's sage, just ich würde say I am gerade enorm spoilern. Ja und nein. Allergic to Das selber raus. bureaucracy. Die UC Vigilance Mission hat dich gebrochen. An der Mission hast du Spaß an Starfield verloren und monatelang Pause gemacht. Oh krass, okay. Ah, du könntest mir Informed aber... us of your new status. Congratulations on making Class 1. Also Vasco hat eine Backstory oder nicht? Meintest du das mit Spoilern? Well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. Congratulations, Captain. Danke, Commander. Ich will eigentlich nur abholen, was man für diese Klasse 1 Sache bekommt. Luckily, I'm one step ahead of you. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a thanks for protecting the colonies discount. And the credits should be in your accounts now. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Aphelion Realty office. They should be able to grant you access. Juhu, oh, und 12.000 Credits gekriegt, nice. Kurz gesagt, du kannst später alle Missionen so oft spielen, wie du willst. Jetzt sagst du, okay. Ja, ich habe schon gehört, dass so ein
Neues Spiel plus